Was würde in Deutschland passieren, wenn die Altparteien genauso weitermachen wie zuvor? Was ist die größte Angst der Altparteien? Und vor allen Dingen sehen wir eine Koalition zwischen der SPD und CDU. Das werden wir jetzt herausfinden bei Markus Lanz, der auch nochmal seinen Senf dazu abgibt, was wirklich extrem war, auf gewisse Argumente eines jungen Politikers. Es ist für mich gar kein Wunder, dass es so nur in eine Richtung gehen kann mit Deutschland und die ist nicht nach oben, sondern eher nach unten. Schau dir das unbedingt an. Die SPD hat natürlich jetzt eine sehr starke Position, auch in den Verhandlungen. Ich möchte sagen, ein gewisses Erpressungspotenzial. Ja, so könnte man es auch sagen, aber ich glaube, wir sollten jetzt nicht mehr solche Vokabeln in den Mund nehmen, weil es geht jetzt nicht mehr um Erpressung, sondern es geht darum, es gibt jetzt die letzte Ausfahrt. Ich habe es gesagt, es ist jetzt, der nächste Schritt ist Österreich und wenn wir es nicht packen, einigermaßen ein bisschen Vertrauen wieder in die Politik zurückzuholen, in die Mitte des Parlaments, dann war's das. Dann wird die AfD bei 40% nächstes Mal liegen. Wir sehen das ja jetzt schon im Osten, die blaue Karte, dann wird das immer mehr. Und deswegen geht's nicht um Erpressung, sondern wir werden mit der SPD versuchen, der Wahlkampf ist vorbei, erstmal ein Lagebild zu machen. Ob wir über die gleiche Lage reden oder ob es da Unterschiede gibt. Wenn wir in der Beschreibung der Lage einer Meinung sind, wir reden ja gleich noch über die Themen. Philipp Thürmer atmet schon tief durch. Dann kriegen wir das hin. Viele Menschen haben natürlich sehr viel Hoffnung jetzt in die Altparteien noch gesetzt. Und wenn man das in einer TV-Show nicht annähernd hinbekommt, was wir jetzt gleich sehen werden, dann kann ich mir es nicht vorstellen, dass es auf der Weltbühne besser wird. Wenn wir einer Meinung sind, dann kriegen wir die Koalition hin. Herr Thürmer, an welcher Stelle sind Sie denn einer Meinung? Also mein Eindruck war, Herr Linnemann hat jetzt mit einem moderateren Ton angefangen, aber zum Ende wurde es eher wieder zu einer Wahlkampfrede. Was völlig klar ist, die CDU hat sich jetzt offensichtlich bei der SPD gemeldet. Man spricht jetzt miteinander. Was aber auch richtig ist, was ich auch sage, diese Gespräche sind kein Selbstläufer. Ich muss mich natürlich bei dir entschuldigen. Wenn solche Menschen in Zukunft irgendwas in Deutschland zu sagen haben, dann muss man sich auch nicht wundern, dass Deutschland einfach nur bergab geht, wenn man alles aus der Nase herausziehen muss. Aber es wird noch besser. Schau dir die Reaktion an in Bezug auf die Frage der Migration, auf die Anschläge in Deutschland der letzten Jahre. Das ist unglaublich und da die Reaktion von Markus Lanz. Top-Thema im Osten Migration war bei den Wählern. Und auch im Westen die AfD stark ist, zum Teil Städte gewinnt wie Gelsenkirchen und vieles mehr und die SPD zurückgehend. Und das Top-Thema für viele, das war natürlich auch aufgrund der Anschlagssituation in München, in Aschaffenburg und in Magdeburg. Wie ist Ihre Reaktion? Es laufen zu lassen oder zu sagen, wir haben verstanden? Oder jedes Mal das gleiche Ritual, erst zu sagen, wir bedauern das, Genesungswünsche, tut uns leid. Jetzt muss der Staat durchgreifen. Am zweiten Tag sagt man irgendwas und am dritten geht man wieder zur Tagesordnung über. Was ist Ihr Rezept beim Thema Migration? Und jetzt bitte genau zuhören. Kann ich gerne darauf eingehen. Ich glaube, den Fehler, den wir gemacht haben in diesem Wahlkampf, und übrigens beide Parteien, da schließe ich auch meine Partei ausdrücklich mit ein, dass wir in einen Überbietungswettbewerb eingestiegen sind. Wer ist der härtere Hund? Wer schiebt besser? Wer schiebt krasser ab? Das war ja das definierende Thema auf einer weiten Strecke dieses Wahlkampfs. Ich glaube, Sie haben auch mal das Zitat gebracht, Migration ist die Mutter aller Probleme. War, glaube ich, mal Seehofer und ich teile das, aber es muss gelöst werden, ja. Und damit haben wir als Parteien, da haben auch noch ganz viele andere mitgemacht. Ich glaube, es ist ein allgemeines gesellschaftliches Problem. Erstens, offensichtlich hat es nicht funktioniert, meiner Ansicht nach. So, beide unsere Parteien haben davon, wenn man sich das mal anschaut, offensichtlich nicht profitiert. Und zweitens ist es inhaltlich falsch, dass Migration die Mutter aller Probleme ist. Das sehe ich so. Okay, was bitte jetzt war der Punkt? Was ich so und ehrlich gesagt verstörend finde in dem Zusammenhang, Sie haben auch gerade vorhin bei Ihrer Analyse, das geht so das Top-Thema und so weiter. Sorry, also 4 Tote innerhalb weniger Wochen, das ist für mich kein Top-Thema, sondern das ist etwas, was wir gesellschaftlich verhandeln müssen. Die Frage, warum so etwas passieren kann, das kann man auch alles ohne Schaumvormund machen. Wir müssen ganz ehrlich über die Ursachen reden.
und übrigens auch bei den verschiedenen Anschlägen, die ja ganz unterschiedliche Kontexte hatten. Also beispielsweise, was in Magdeburg passiert ist, wenn man das vergleicht mit in München, da stellt man auch Unterschiede fest. Aber, und das ist der Punkt. Entschuldigung, ganz kurz. Nee, Herr Thürmer, nein. Es gibt einen gemeinsamen Kontext. Und all diese Taten und viele andere, dieses Land hat einen hohen Preis bezahlt. Tote durch die Hand von Menschen, die irgendwann in diese Gesellschaft gekommen sind. Und die sich dann entweder hier radikalisiert haben oder sich psychisch auffällig gezeigt haben oder durch die Inkonsequenz von Behörden immer noch in diesem Land waren, obwohl sie es längst nicht mehr sein sollten. Das ist der gemeinsame Kontext. Bei Magdeburg beispielsweise war es aber ein ganz anderer Fall als im Fall München. Bei Magdeburg könnte ich jetzt genauso wenden. Deswegen sage ich, es sträubt sich alles in mir, daraus sozusagen einfach irgendwie so ein politisches Argument zu machen und einfach so ein Thema zu machen. Sondern auch beim Fall Magdeburg stellt sich die Frage, was muss jemand eigentlich noch posten? Wie viele Akteneinträge muss es eigentlich geben, bis in diesem Staat irgendwann mal eine Konsequenz erfolgt? Sehen Sie da kein Problem? Nein, das sehe ich genauso. Das sehe ich genauso. Sie sind ja Jurist, Sie verstehen das doch ganz genau. Das sehe ich ganz genauso. Fertig studierter Jurist. Dass in Magdeburg, also die Sicherheitsorgane nicht viel früher Alarm geschlagen haben, dass man gerade in diesem Fall das nicht verhindern konnte, obwohl die Person auffällig geworden ist. Da muss man in die Analyse gehen und das muss anders werden. Aber die Analyse ist immer die gleiche, Herr Thürmer. Die Analyse ist immer wieder, da gibt es offensichtlich eine Überforderung, weil so viele Menschen, die schiere Zahl von Menschen, die in dieses Land gekommen ist, hat eine Überforderung der gesamten Struktur, der Behörden, der Verwaltung auf so vielen Ebenen hervorgerufen, die Sie offenbar nicht sehen. Das ist so heftig, Leute. Es ist immer wieder dieselbe Leier und es müssen Taten folgen. Da kommt kein Weg dran vorbei. Wenn man so weitermacht, dann muss man sich nicht wundern, wenn in der nächsten Zeit noch mehr Anschläge passieren. Unglaublich. Und wir wollen jetzt darauf eingehen, warum immer mehr Menschen in Richtung AfD gehen. Und das ist ja die größte Angst der Altparteien. Die müssten sich doch selber an der eigenen Nase fassen, es besser machen. Aber nein, hört euch das mal an. Das ist eins der 3 Top-Themen. Natürlich auch Wohnung, natürlich auch Energiepreise, natürlich auch die Wirtschaft. Aber das treibt die Menschen um und sie verlieren doch an die AfD. Warum? Warum verlieren sie an die AfD? Was glauben Sie denn, warum Gelsenkirchen eine AfD-Stadt geworden ist? Gelsenkirchen war doch noch nie eine CDU-Stadt. Dortmund verliert die SPD nur an die AfD. Warum eigentlich? Was ist die Analyse einer 15% der Sozialdemokratie, warum sie an die AfD Hunderttausende Wähler verliert? Was ist Ihre Analyse dazu? Hat das nichts mit Migration und Stringenz und rechtsstaatlicher Konsequenz zu tun? Es hat mit vielen Faktoren etwas zu tun. Und die Probleme meiner Partei, die sind tiefgehend. Und wir müssen uns denen jetzt selbstkritisch nähern und müssen da wirklich auch schonungslose Selbstkritik üben. Das würde ich beispielsweise sogar auch für Dinge, die meine eigene Organisation als Jusos betreffen, wo man besser werden muss, sagen. Und das Kernproblem ist, dass wir es aktuell nicht schaffen, dem historischen Auftrag der Sozialdemokratie nachzukommen, als Partei der Arbeit, Arbeiterinnen und Arbeiter an sich zu binden. Und bei Angestellten, wenn ich von Arbeitern rede, dann meine ich in aller Regel beides, gelingt es uns genauso wenig. Aber wenn die Mehrheit sagt, der Arbeiter in Deutschland, das mit dem Bürgergeld, das ist ungerecht. Dass Menschen Geld bekommen, die eigentlich arbeiten können. Weil die Arbeiter, die Sie gewählt haben, bezahlen ja durch ihre Steuern den Sozialstaat. Also die machen überhaupt erst das Bürgergeld möglich. Und die sagen, wenn das Leute kriegen, die eigentlich arbeiten könnten, aber nicht arbeiten gehen, dann sagen sie, dann habe ich mit der SPD nicht mehr so viel zu tun. Und deswegen ist die Frage, kommen wir zum Beispiel bei so einem Thema oder bei Migration, kommen wir da weiter? Wir reden wirklich noch einmal beim Thema Migration ganz. Das ist eben genau der Punkt, weil die SPD es so nicht hinbekommt, die Menschen mehr und mehr erwachen sozusagen auch, das Ganze hinterfragen, gehen sie, weil sie ja irgendjemand wählen wollen, mehr in Richtung AfD. Schau dir das jetzt mal an, was Markus Lanz für Fakten auf den Tisch haut. Und als ich das gehört habe, das ist schon bekannt. Allerdings, das nochmal zu hören, da sträubt es einen doch echt die Haare. Und das ist ein großes Problem in der Gesellschaft in Deutschland, weil wenn du dann deinen Mund aufmachst und vor allen Dingen als Bürgermeister oder als Ministerpräsident deinen Mund so aufmachst, obwohl das Volk das erkennt und eine Veränderung haben will, dann bist du gleich der Buhmann der Nation. Und das ist heftig. Gerade abgelenkt, das ist wirklich interessant, weil ich darüber neulich gelesen habe. Die Eckdaten aus Gelsenkirchen sind wirklich interessant. Kaiserslautern, Gelsenkirchen, beide mittlerweile auch AfD-Hochburgen.
Und es hat sich vorher auch schon abgezeichnet, dass das so kommen könnte, insbesondere in Gelsenkirchen. Ich habe dort selber 2017 für eine Reportage mich mal länger aufgehalten. Und ich habe eine Idee, warum das dort so läuft. Ein Viertel der rund 260.000 Gelsenkirchner sind Ausländer. Viele kamen seit 2015 ins Land. In manchen Stadtteilen ist die Zahl der Nichtdeutschen in dieser kurzen Zeit von ungefähr 19 auf 33% nach oben geschossen. Das heißt, jeder Dritte. So, das ist erstmal die nackte Zahl. Jetzt kommt Ihre Bezirksbürgermeisterin der SPD, die SPD-Oberbürgermeisterin, Karin Welge, kennen Sie möglicherweise. Noch nicht kennengelernt. Warnt, Zitat, der soziale Friede der Stadt steht auf dem Spiel. Wofür sie dann als Antiziganistin beschimpft wurde, weil es insbesondere Sinti und Roma sind, mit denen es dort ein Problem gibt. Es bestreitet im Stadtrat kaum jemand die Themen, die es dort gibt. Immer wieder treffen Mitarbeiter der Stadt auf Südosteuropäer, die in irgendwelchen überfüllten Wohnhäusern gar nicht gemeldet sind. Die Stadt weiß gar nicht, dass die eigentlich da sind. Da leben plötzlich Kinder und tauchen auf, die eigentlich schulpflichtig wären. Keiner weiß, dass es die überhaupt gibt. Die gehen auch entsprechend gar nicht zur Schule. Wenn man sich dann mal anschaut, was das mit dieser Stadt macht, die ohnehin zu den Ärmsten dieser Republik gehört. 30% der Bevölkerung in Gelsenkirchen beziehen Grundsicherung. Arbeitslosenquote, schätzen Sie mal, wie hoch ist die in Gelsenkirchen? 15%? Ziemlich genau, 14,6%. Schnitt hier 6,4%. Selbst die Lebenserwartung in Gelsenkirchen ist niedriger. Kriminalitätsstatistik, die total nach oben schießt. Andere ganz triviale Dinge. Die Zahl der Schulschwänzer ist einsame Spitze. 26% aller Fälle von Schulabsentismus werden in Gelsenkirchen gemeldet, obwohl die Stadt keine 10% der Bezirksbevölkerung von Münster, gehört zum Regierungsbezirk Münster, stellt. Ähnlich rekordverdächtig die Zahl der Schulabbrecher. Lag 21 bei 8%. In NRW liegt sie bei 2%. Und all das merken Schüler und Eltern. Und das ist die Antwort auf die Frage, warum Leute dort AfD wählen. Und wissen Sie, wir diskutieren. Sie dürfen sofort. Ich will Ihnen das einmal nur mal in Ruhe vortragen, um sozusagen den Kontext mal klar zu machen. Wir diskutieren dann in sehr abgehobenen Blasen darüber, ob man das Wort Zigeunerschnitzel noch aussprechen sollte oder nicht. Aber dort gibt es ein ernsthaftes Problem offensichtlich mit einer Bevölkerungsgruppe, Sinti und Roma. Und dann wird man als Antiziganistin beschimpft, wenn man als Bürgermeisterin darauf hinweist. Und dann denke ich manchmal, führen wir eigentlich die richtigen Debatten? Führen wir wirklich die richtigen Debatten? Ich finde es völlig in Ordnung, das eine Wort nicht mehr zu sagen. Aber dann sollten wir doch bitte die andere Diskussion auch ganz offen und ehrlich auf der Basis von Zahlen und ohne Schaum vor dem Mund in der Lage sein, zu diskutieren, ohne eine nochmal SPD-Bürgermeisterin des Rassismus völlig unverdächtig als Antiziganistin zu beschimpfen. Ich komme da nicht mehr mit. Herr Lanz, danke nochmal für die Schilderung der Probleme. Ich war noch nicht in Gelsenkirchen. Nee, es ist ernst gemeint. Ja. Und ich finde das Ganze sehr zu hinterfragen. Und es muss sich definitiv in Deutschland was ändern. Und vor allen Dingen müssen Menschen was zu sagen haben in Deutschland, die auch aus dem Volk, für das Volk auch arbeiten. Und bei so einem jungen Herrn, wie es jetzt hier gezeigt worden ist es für mich persönlich gar kein Wunder, wenn das die zukünftige Generation von Politikern in Deutschland sein sollte. Das ist sehr zu hinterfragen. Und auch diese ganze Problematik in Gelsenkirchen ist es ja sicherlich kein Einzelfall. Wuppertal, Duisburg, auch in Berlin teilweise richtig schlimm, die Zustände dort. Und dementsprechend ist es ein Problem, was Deutschland sich selbst herangezüchtet hat, meiner Meinung nach, dass sie aufgrund der alten Geschichte den Mund nicht aufmachen kann oder darf, weil man ja sonst gleich wieder in eine rechte Ecke geschoben wird. Und das alleine, das ist ja ein ganz großes Problem. Und deswegen muss sich da auf jeden Fall was ändern. Ich danke dir, dass du bis hierher geschaut hast. Lass dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Deine Meinung in die Kommentare. Gerne schau beim nächsten Video wieder vorbei. Lass ein kostenloses Abo da, die Glocke aktivieren, nicht vergessen. Und dann freue ich mich, wenn du wieder demnächst dabei bist. Beste Grüße, dein Markus.